Da jetzt endlich so langsam der Frühling anbricht, dachte ich mir, ich mache mal einen Tag zum Thema Frühling. Ich habe im letzten Jahr schon den Step into Spring Tag gemacht und dieses Jahr mache ich dann den I Love Spring Tag. Und die Fragen überschneiden sich so ein kleines bisschen, aber ja, es sind auch noch so ein paar andere Fragen dabei und ansonsten verlinke ich euch dann auch nochmal das Video aus dem letzten Jahr in der Infobox. Und dann starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Welcher ist dein liebster Frühlingsnagellack? Ich habe da jetzt so zwei Varianten, die ich momentan ganz cool finde. Und zwar ist es einmal von Chanel die Farbe Garçon. Die trage ich gerade auch auf den Nägeln. Das ist so ein gräuliches Grün, würde ich das jetzt mal nennen. Und als zweite Option habe ich Pick Perfect von Essie. Also sind beide so ja, mittelhelle Farben. Also es sind jetzt nicht so ganz knallige Farben, was ich dann eher lieber im Sommer trage, aber auch nicht dunkle Farben, die ja typisch herbstlich oder winterlich sind. Also irgendwie so für mich gerade die ultimativen Übergangsnagellacke. Die nächste Frage lautet, was ist deine Must-Have-Lippenfarbe für den Frühling? Und habe ich jetzt diesmal keine typische Antwort. Ich werde nämlich diesen Frühling mal Beerentöne ausprobieren auf den Lippen, weil das ist ja eigentlich so eine ganz typische Herbst-Winterfarbe für die Lippen. Aber eigentlich, ja, es ist halt so auch eine schöne Farbe und kaum einer trägt sie aber irgendwie im Frühling oder sogar Sommer. Und ich trage jetzt auch gerade einen Beerenton auf den Lippen und zwar von Burberry die Farbe Oxblood. Und das ist genau der Lippenstift, den die Models auf der Spring Summer Show von Burberry getragen haben. Und die Show hat mich eben auch dazu inspiriert, Beerentöne auf den Lippen im Frühling zu tragen. Und ja, das ist eigentlich ein ziemlich klassischer Oxblood-Ton. Und den Lippenstift habe ich dann mit den Fingern einfach so ein bisschen verrieben auf den Lippen. Ja, damit der Look so ein bisschen lässiger aussieht und nicht so schick gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also bisher gefällt es mir ganz gut. Mal sehen, wie oft ich überhaupt so Farbe wirklich auf den Lippen trage. Aber irgendwie finde ich es ganz cool, so Beerentöne für den Frühling. Die nächste Frage oder eher Punkt im Tag heißt: Zeig mir dein liebstes Frühlingskleid. Und da schummel ich jetzt so ein bisschen. Ich zeige nämlich kein Kleid, sondern einen Rock. Ich bin nämlich, glaube ich, eher so der Rockmensch als ein Typ, der oft Kleider trägt. Und das ist jetzt ein Midi-Rock mit so einem Schlitz vorne. Und ich denke, die Form ist so repräsentativ für mich als Frühlingsteil, weil ja, der nicht so super kurz ist. Das heißt, man ist noch relativ bedeckt, hat aber so schon so ja, offene, ja, so beinfrei. Aber man kann auch ganz gut Pullis oder so dazu tragen oder auch eine Lederjacke. Und das finde ich so als Übergangslook eigentlich ziemlich cool. Ja, und das ist jetzt so ein Rock von And Other Stories. Den kann man hier in der Mitte vorne zuknöpfen oder weiter aufknöpfen, je nachdem. Und der hat hier dann so einen Gürtel, den man aber auch abnehmen kann und ohne Gürtel tragen kann. Oder man kann auch einen anderen Gürtel dazu anziehen. Und ja, den stelle ich mir eben, wie gesagt, cool vor zu Pullis, Lederjacken, aber dann auch, wenn es wieder wärmer wird, einfach zu einem T-Shirt oder allen möglichen anderen Tops. Ja, also das wäre so meine Antwort auf das Frühlingskleid und ich denke, das ist echt ein potenzielles Lieblingsteil für den Frühling. Die nächste Frage lautet, welche ist deine Lieblingsblume? Und da würde ich jetzt sagen Hortensien oder Pfingstrosen, aber Hortensien dann doch irgendwie eher im Herbst, Winter und Pfingstrosen sind jetzt noch nicht erhältlich, deswegen zeige ich euch andere Blumen, die ich momentan auch ganz cool finde. Und zwar diese hier, also hier die weißen. Das sind Ranunkeln und die sind halt auch so ein bisschen puschig und was ich halt cool finde. Und normalerweise hier jetzt nicht, haben die auch sehr viel so Grün an sich. Also ich mag das, dass manche dann auch noch nicht so geöffnet sind und ja, dass es eigentlich relativ grün ist. Und wo wir schon bei Grün sind, mag ich auch ganz gerne momentan Eukalyptus und das auch in verschiedenen Varianten, wie hier zum Beispiel die etwas rundere Variante oder jetzt auch hier hinten im Hintergrund so eine ja, längliche, spitze Variante. Die nächste Frage lautet, welcher ist dein Lieblingsfrühlingsschal oder Tuch oder anderes Accessoire? Und ich stehe ja total auf so Seidentücher oder Foulards oder Bandanas wie das hier. Also so relativ dünne Tücher, die man sich dann einfach so um den Hals bindet. Also zum Beispiel, wenn man so ein ganz schlichtes Outfit anhat und sich denkt, irgendwas fehlt noch an dem Look, dann bindet man sich einfach so ein Tuch um den Hals und das gibt dem Look nochmal so was gewisses etwas und verleitet dem Look nochmal so einen coolen Vibe irgendwie, ohne irgendwie too much voll gehangen zu sein. Also es ist so ein ganz schlichtes Detail, was irgendwie noch, was es einfach rausreißt. Deswegen würde ich sagen, ja, Bandanas oder andere Seidentücher, also Bandanas oder Seidentücher wären meine Frühlingsaccessoires. Auf welchen Trend freust du dich dieses Jahr am meisten? Und da würde ich, glaube ich, sagen Culottes
unter anderem. Also es ist jetzt kein neuer Trend, aber es ist ein Trend, den man dann jetzt in der wärmeren Jahreszeit wieder tragen kann. Und es ist eigentlich auch so ein sehr umstrittener Trend. Also die einen hassen den, die anderen lieben den, mehr oder weniger. Ich finde ihn auf jeden Fall cool und freue mich, dass es, wenn es jetzt ein bisschen langfristig wärmer ist, ja, wieder Culottes zu tragen. Aber ansonsten finde ich den Trend von Loafers oder Slippers cool. Also ganz besonders die wirklich Slippers sind, das heißt, die hinten offen sind. Weil ich habe sonst immer das Problem, dass Schuhe sehr oft hinten scheuern bei mir. Und das wäre nicht mehr das Problem bei solchen Schuhen. Deswegen finde ich das auf jeden Fall ganz cool. Welche ist deine liebste Frühlingskerze? Ich würde jetzt von mir nicht unbedingt behaupten, dass ich so ein großartiger Kerzenbrenner bin im Frühling oder Sommer. Aber wenn, dann würde ich, glaube ich, diese hier brennen. Das ist eine von Diptyque mit Feigenduft. Und dieser Duft ist relativ leicht und frisch und einfach nicht zu süß oder schwer, so dass es halt wirklich angebracht ist für den Frühling. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt von Diptyque sein, also von And Other Stories gibt es auch eine Feigenkerze. Ich finde aber, dass die von Diptyque einfach länger halten, so von der Duftverströmung, und ich finde, die riechen auch sehr stark, wenn man die nicht anzündet. Also ich glaube, so Feigenduft ist eigentlich ganz schön so als Raumduft und dann insbesondere jetzt für den Frühling und Sommer. Hast du einen Lieblingsfrühlingsduft? Da habe ich aktuell zwei, und zwar zum einen Blanche von Byredo. Ich glaube, das ist so der Bestseller bei Byredo. Und das ist ein Duft, der sehr frisch riecht. Also es riecht ultimativ nach frisch gewaschener Wäsche. Und deswegen meiner Meinung nach wirklich perfekt für den Frühling oder auch Sommer, weil es eben ein sehr leichter Duft ist und wirklich auch immer passt. Also es ist auch so ein sehr universeller Duft, der eigentlich zu jeder Stimmung passt und zu jedem Anlass. Deswegen einmal das. Aber eben wegen der Leichtigkeit ganz besonders im Frühling oder Sommer. Als zweiten Duft habe ich von Jo Malone aus der Herb Garden Collection einen Duft, und zwar Wild Strawberry und Parsley. Also Erdbeere und Petersilie. Und dieser Duft riecht auch sehr frisch, aber irgendwie so ein bisschen erdig und dadurch sehr außergewöhnlich. Also nicht so der typische blumige Frühlingsduft, den man sich sonst vorstellt. Und das finde ich an dem wirklich sehr cool. Also der entwickelt sich sehr schön auf der Haut, hat so was ganz Spezielles an sich irgendwie. Also mir gefällt der wirklich sehr gut. Ja, deswegen sind das so die beiden meine Frühlingsdufte. Das so eigentlich für jeden Tag, einfach ohne nachzudenken, mehr oder weniger. Und das einfach nur mal, wenn ich sowas, ja, gewisses etwas haben möchte. Die nächste Frage lautet, wie sieht der Frühling aus an dem Ort, an dem du lebst? Und in Deutschland würde ich sagen, ist das Wetter mild. Aber der Frühling ist relativ kurz, also zumindest mittlerweile. Also so die Zeitspanne, wo es halt wirklich typisch Frühling ist, wo es wirklich so ein Übergangswetter hat, ist sehr, sehr kurz geworden. Also abgesehen von der Zeitspanne ist der Frühling, würde ich sagen, nicht zu kalt, nicht zu warm und ab und zu Regen. Ja. Was gefällt dir am Frühling am meisten? Ich würde sagen, es ist zum einen die Sonnenstunden, also endlich ist es wieder richtig schön hell und vor allem lange hell draußen, beziehungsweise die Sonne geht früher auf und später unter. Das ist so echt mein absoluter Lieblingspunkt, wenn es jetzt um Frühling geht, weil man kommt so richtig aus diesem Wintertrott, sagt man das, raus, und man merkt auch, man wird irgendwie allgemein so ein bisschen glücklicher. Also es macht einfach gute Laune und ja, das liebe ich total am Frühling. Ansonsten aber auch, dass es einfach wärmer ist. Also man kann irgendwie auf dem Balkon chillen oder man geht abends raus und man friert sofort nicht total. Also das ist auch so mein Lieblingsgefühl. Man geht abends raus und man friert nicht. Bist du jemand, der Frühlingsputz macht? Die Frage würde ich mit Jein beantworten, weil ich glaube, ich zu jeder Zeit einfach einen Frühlingsputz machen könnte. Also zu jeder Jahreszeit. Ich bin da generell jemand, der gerne so ausmistet oder so eine Grundreinigung in der Wohnung dann macht. Also nicht unbedingt nur im Frühling, sondern eigentlich, das könnte jederzeit passieren. Und die letzte Frage, hast du irgendwelche Pläne für Spring Break bzw. ja, als Frühlingsurlaub? Ich habe jetzt noch nichts so richtig geplant oder gebucht, aber eigentlich hatten mein Freund und ich vor, im Frühling nach Prag zu verreisen für ein Wochenende. Wir sind da jetzt nur so ein bisschen am gucken, an welchem Wochenende können wir beide überhaupt. Ja, das wäre so dann unser Frühlingsurlaub, würde ich sagen. Wie sieht es denn bei euch aus? Oder mich würden auch die anderen Antworten zu den Fragen interessieren, aber ganz besonders die zu der Lieblingsblume. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!